Guten Morgen. Ich habe schon soweit alles zusammengepackt. Also hinter mir, da sieht man schon den Rucksack, der gepackt ist. Ich habe auch mein Lager schon geräumt. Hier kann man auch den Shelter ausfegen. Aber das ist das Gute, wenn man dafür bezahlt und es auch noch betreut wird. Hier nochmal eine kleine Runde um den Platz, wie es hier nochmal aussieht. Also hier kann man an sich auch Feuerholz kaufen. Das wird dann hier hinterlegt. Denn hier hat der Radfahrer nochmal schöne Grüße, falls er das Video sieht. Ein Mülleimer, da wird man natürlich auch seinen Müll los. Hier ist der nochmal Christine. Also die Shelter haben hier jeweils Namen und danach kann man dann halt dann auch die Shelter bestellen. Meiner heißt hier wohl Triselta, wenn ich das so richtig sehe. Das ist der für 4 Leute. Und Christine und Nils, die sind jeweils für 6 Leute. Man kann sie natürlich auch einzeln bestellen, aber man muss halt mindestens für 2 Leute buchen, was, ich habe nochmal nachgeschaut, 60 Kronen kostet, was sind ungefähr 8,11 € sind. Ich bin eben gerade noch frohen Mutes losgegangen im T-Shirt, weil das Wetter sah eigentlich so aus, dass es schön sonnig und warm wird wie gestern. Aber ich wurde schnell eines Besseren belehrt. Der Wind ist heute ein bisschen frisch, aufbrausend und darum habe ich mal meinen Windbreaker übergezogen. Zum Glück, ich habe den mit. Er ist ziemlich leicht und man kann ihn schnell überziehen. Jetzt gehen wir mal wieder schön auf einen verwunschenen Weg. Also hier sind wohl schon lange kein mehr lang gegangen oder lang gefahren. Sie wollte wohl meine Bekanntschaft nicht machen. Übrigens, das Wetter hat sich verbessert. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ich werde mal ganz schnell mal das Mikrofon wechseln. Da hat der Fehlerteufel auch schon wieder zugeschlagen. Und gerade die Katze wollte wohl meine Bekanntschaft nicht machen. Das Wetter ist etwas schöner geworden und es ist auch etwas wärmer. Ihr seht, ich habe wieder das T-Shirt an, hatte gerade noch in der Bushaltestelle eine Pause gemacht und jetzt habe ich noch grob 9 Kilometer vor mir. Der Weg führt heute schön durch Felder und Wald. Der Weg ist ein bisschen angenehmer. Ich hatte auch schon wieder eine ganze Menge an Asphalt unter den Füßen bei den ersten 6 Kilometern. Wäre ich bis hierher gegangen, dann hätte ich auch eine Bank gehabt. Naja, das wird hoffentlich nicht die letzte Bank gewesen sein. Und dann kann ich euch vielleicht auch noch mal zeigen, was ich so in meinen Rucksack versteckt habe. Einige von euch können mir bestimmt Tipps geben, wie viel leichter ich unterwegs sein kann. Ich musste gerade doch noch eine Pause machen und zwar, es hat sich eine Blase unter meinem großen Zeh gebildet. Vermutlich hat das damit zu tun, gestern, wo es geregnet hatte und ich durchs Moor gegangen war, dass die Schuhe klitschnass waren und die Socken natürlich auch und die Haut so ziemlich aufgeweicht gewesen war. Ich hoffe, sie macht mir die restlichen Kilometer von ungefähr 8 nicht noch mehr Probleme, aber wenn, dann muss ich halt ein bisschen öfters Pause machen. Ich habe sie erstmal mit Blasenpflaster abgeklebt und eine leichte Bandage drum gemacht, dass sie ein bisschen gepolstert ist. Ich habe es gemerkt auf einmal, dass die Blase aufgegangen ist. Aber erstmal weiter. Mein nächster Wegpunkt ist ungefähr 2 Kilometer. Da wollte ich mir noch was anschauen. Und dort habe ich gerade auch gemerkt, kann ich auch noch ein bisschen abkürzen und vermeide einen unnötigen Schwenker.
bin jetzt hier in Gallehus und dort habe ich eine Ausgrabungsstätte gefunden. Und zwar 1734 und 1639 wurden hier Goldhörner gefunden. Das von 1639 fand Kristen Svendsen Data. Das war auch das längste mit 71 cm und es wog 3,1 Kilo. Das zweite, was gefunden wurde, 1734, war zwar kleiner, aber wog 3,5 Kilo. Die Vermutungen gehen dahin, dass es eine Opfergabe war. Hergestellt wurden die Hörner, so wurde es nachgewiesen, im 5. Jahrhundert, aber 537 nach Christi gab es wohl in Nordeuropa irgendwo einen Vulkanausbruch oder einen Meteoriteneinschlag, was denn hier halt die Sonne 536, 37 verdunkelte. Darum geht man auf, dass es eine Opfergabe war. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, die Originalhörner, wie sie hier jetzt auf dem Bildnis zu sehen sind, gibt es leider nicht mehr, weil 1802 wurden die Goldhörner von Goldschmied Niels Heldenreich aus der Kunstkammer der Königlichen Bibliothek gestohlen. Und bevor die Straftat aufgeklärt werden konnte, hatte sie schon längst eingeschmolzen. Also die Hörner, die man jetzt noch sehen kann in der Königlichen Bibliothek, sind Kopien. Da bin ich dann auch unbewusst einen Teil der Grenzroute gegangen. Hier ist auch nochmal die Geschichte von den Goldhorn drauf. Und zwar Kristen war ein Mädchen, was auf dem Heimweg war von Tondern, wo ich jetzt hinlaufe, nach Österby. Und dabei, wo sie über die Felder gelaufen ist, ist sie über was gestolpert und schaute nach. Sie dachte erst, es ist eine Wurzel, aber wo sie dran zog, stellte sie fix fest, dass es ein Horn war. Später stellte sich dann raus, dass das etwa über 3 Kilo schwere Horn aus purem Gold war und sie übergab das Horn König Christian IV. Eigentlich sollte das hier ein Wanderweg sein. Naja, wenn nicht, dann drehe ich nachher gleich um und gehe über den Hof auf den Weg. Das war natürlich nicht der Wanderweg. Ich bin eine Abbiegung zu früh reingegangen. Ja, es war ein bisschen abenteuerlich. Zum Glück nur 200 Meter. Aber da hätte ich dann über den Graben springen müssen. Ich bin übrigens wieder hier auf dem Tondernstier. Wenn ihr euch erinnert, vorgestern, wo ich losgegangen bin auf dieser Tour, bin ich schon dort lang gegangen. Also bin wieder auf einen Rundweg um Tondern und Umgebung. Noch eine kleine Pause, bevor ich in Tondern ankomme. Ich sehe Tondern nämlich schon, ist in diese Richtung, also hinter euch. Aber ich würde gerne noch mal zeigen, was ich so mit hatte auf meiner Wandertour. Natürlich total überfüllt. Genutzt habe ich den Rucksack Force Class Trek 500. Das ist ein 70 plus 10 Liter Rucksack. Ja, wahrscheinlich schon allgemein sehr schwer ist. Das zweitschwerste sind natürlich auch die Getränke. Da hatte ich dann 2,5 Liter ungefähr mit. Das sind dann schon mal 2,5 Kilo. Und der Filter hat natürlich auch sein eigenes Gewicht. Das ist übrigens der Filter von Grail. Da bin ich bis jetzt mit sehr zufrieden. Als Navigation habe ich mein Handy genutzt. Und dann packen wir mal aus. Ich muss hier mal kurz. Ich mache mal erstmal die Seitentaschen. Hier ist noch was vom Frühstück übrig geblieben, von heute Morgen. Brötchen und eine Fischdose, eine Stirnlampe, ein Licht. Das hätte ich zum Beispiel zu Hause lassen können, weil ich habe das nicht genutzt. Den Batteriepack für die DJI Action 3. 2 Powerbanks, wobei eine wahrscheinlich gereicht hatte. Und die von Anker ist relativ schwer. Die müsste ich noch mal messen zu Hause und packe es unten rein in der Kommentarleiste. Zu der Powerbank gehört hier noch so ein
eine Tasche. So, was haben wir denn noch hier? Achso, 2 so eine Gurtbänder. Die habe ich auch nicht genutzt für den Rucksack. Batterien für die Stirnlampe. Brauchte ich auch nicht, also hätte ich auch zu Hause lassen können, weil ich hatte frische reingemacht. Das ist schon mal eine Tasche leer. Kommen wir zur nächsten Tasche. Mein Hygienepack. Da sind Zahnbürste, Zahnpasta, Hirschhornsalbe drin für die Füße und meine Tabletten. Dann habe ich hier noch ein paar Riegel. Da werde ich nachher auch gleich noch einen essen. Meine Sonnenbrille, die hätte ich natürlich aufsetzen können. Antibrom habe ich auch nicht genutzt, trotz mich die Mücken ein bisschen gepiesackt hatten. Eine kleine Tasche, für was ich die eingepackt habe, keine Ahnung. Nochmal Riegel, meine Lesebrille, dass ich auch die Kommentare unterwegs lesen kann, was ihr unter meinen Videos schreibt. Toilettenpapier, das war übrigens ganz wichtig an dem gestrigen Schlafplatz. Es war zwar eine Toilette vorhanden, aber kein Toilettenpapier. Da haben wir auch schon die nächste Tasche leer. Hier vorne drin habe ich noch meinen Windbreaker, den ich heute Morgen brauchte, weil es da doch etwas kühl war. Kommen wir denn zu der 10 Liter Tasche. Ich muss das nachher auch gleich alles wieder einpacken. Mein Verbandspäckchen geht bestimmt kleiner, aber das brauchte ich heute auch, weil ich habe mir ja eine Blase gelaufen, das hatte ich auch schon gesagt. Und am zweiten Fuß wahrscheinlich auch am großen Zeh. Handschuhe, falls man doch was Unappetitliches anfassen muss. Dextro-Energien. Da nehme ich gleich mal ein, um noch Energie für den restlichen Weg zu bekommen. Natürlich Kabelgeraffe für die Kamera und so. Ersatz, SD-Karten und fürs Handy ein Sicherungsstick. Das brauchte ich auch nicht. Und ich habe noch einen zusätzlichen, nicht genutzten Drybag. Aber wenn man mal richtig nass wird, kann man die bestimmt gebrauchen. Das war die obere Tasche. Dann kann ich den schon wieder umdrehen. Zack. Dann gibt es hier noch ein Versteck in der Tasche. Da ist halt nochmal der Regenschutz für den Rucksack drin und mein Regencape, den ich ja gestern auch gebrauchte. Hoffentlich fliegt hier nichts weg. Das war dann schon die Tasche. Dann kommen wir mal zur einer der Haupttaschen, wo das meiste drin ist. Einen Hoodie für Kaltes. Den brauchte ich gestern auch, wurde ganz schön kühl. Natürlich Wildkamera war auch dabei. In dem ersten Übernachtungsplatz hatte ich sie aufgestellt, war aber eine Auslösung dabei, stattgefunden hat. Da muss ich aber erstmal zu Hause auf dem großen Rechner gucken, was es war, ob es überhaupt was war. Das Gestell für den Kocher, da brauche ich nochmal ein Update, weil wenn ich den aufklappe, ist der für den Topf viel zu groß und er kippt um. Das ist mir vorgestern passiert, da ist das fast heiße Kaffeewasser auf dem Tisch ergossen. Zum Glück ist nichts passiert. Ein Spaten, weil im Wald, bei dem Shelter im Wald gab es kein Klo. Mein Kochgeschirr, Göffel, das ist sehr praktisch, da braucht man nur eins. Das ist halt so ein kleiner Topf. Und da ist halt nur drin der Spiritus, noch ein Kaffeepack, Feuerzeug, ein Messer und der Kocher. Hier habe ich meine Wechselsachen drin, also Socken, Unterwäsche, eine Schlafhose und 2 T-Shirts. Wobei im Nachhinein hätte ich vielleicht ein T-Shirt zu Hause lassen können. So, dann kommen wir zu dem letzten Fach, weil wir sind ja noch nicht bei meinem Schlafplatz angelangt. Hier habe ich halt drin eine Unterlage für die Isomatte, die hier drin ist. Einen Schlafsack, den hatte ich auch noch mal geupdatet, weil ich habe zu Hause nur einen größeren gehabt. Der ist relativ klein, bis 10 Grad. Und hat auch vollkommen ausgereicht. Ich habe geschwitzt. Und ein Tarp habe ich noch zur Sicherheit mitgenommen. Falls es doch reinschlägt, der Regen, wenn es regnet, in den Shelter, um den abzuspannen. Da kann ich aber mal gucken, noch einen relativ kleineren zu nehmen. Oder ich könnte eigentlich auch nutzen, mein Regencape. Dann wäre auch schon einiges an Gewicht weg. Das war es eigentlich auch schon so. Ich habe nur noch in den beiden Seitentaschen, ist eigentlich nur noch mein Portemonnaie drin. Und dann ist der Rucksack komplett leer. Wenn ihr Ideen habt, wie ich noch leichter unterwegs sein kann, also es gibt ja welche von euch, die ultra leicht unterwegs sind, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich drüber, weil in meinen ersten Videos, wo ich schon mal angekündigt habe, dass ich so eine Tour machen möchte, wollte ich ja auch die Nahrungsmittel mitnehmen. Das habe ich nach Kommentaren gelassen und habe mich immer vor Ort versorgt.
Ich werde das mal jetzt wieder alles zusammenpacken und dann gehe ich auf den restlichen Weg nach Tondern zu meinem Auto. Ich habe es geschafft. Ich bin wieder in Tondern. Jetzt sind es nur noch ein bisschen über 1 Kilometer, bis ich wieder beim Auto bin. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und wer natürlich Neues hier, lasst gerne auch ein Abo da. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch da die kleine Glocke daneben. Dann heißt es für mich zumindest erstmal meine Wunden laben, meine beiden Blasen an den Beinen. Vorab dann noch nach Hause fahren, das sind aber nur 1,5 Stunden. Und ich hoffe, wie schon gesagt, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.